Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der GR5 Masterclass. Die kleine Kamera hat wie zuvor schon die GR4 einen super schlechten Ruf im Lowlight-Bereich und beim Drehen mit hohen ISO-Werten. Daher beschäftigen wir uns heute endlich mit der Frage, was mehr Sinn macht. Fixe den Post oder direkt mit hohen ISO-Werten drehen. Vorab sei gesagt, dass dieser Test vor dem 400 Mbit Update stattfindet. Nach dem Update werde ich den Test nochmal extra angehen, da die Ergebnisse durchaus anders ausfallen können. Ich habe in einem festen Setting verschiedene Belichtungen aufgenommen, das Ganze jeweils in Vlog-L und im Standard-Farbprofil und anschließend auf ein möglichst gleiches Ergebnis in der Postproduktion neutralisiert. Angefangen hier mit Vlog-L mit einer ETTR-Belichtung, also Exposed to the Right. Das heißt, das Bild wird möglichst hell belichtet, allerdings ohne das Highlights klippen. Klippen bedeutet abgeschnitten werden und damit verlorene Informationen. Im Vlog entspricht das Plus einer Blendenstufe gegenüber einer neutralen Belichtung. Auf den ersten Blick macht es, nachdem das Bild in der Post neutralisiert wurde, keinen Unterschied. Wenn man genauer hinsieht, erkennt man allerdings das deutlich reduzierte Rauschen der ETTR-Methode hier links im Bild. Die gleichen Belichtungseinstellungen der Vlog ETTR-Methode ergeben im Standardprofil übrigens eine Überbelichtung um 2 Blenden. Das verdeutlicht sehr gut den zusätzlichen dynamischen Umfang, der durch das Log-Profil ermöglicht wird. Die Highlights sind bei Überbelichtung im Standardprofil nicht mehr zu retten, daher empfiehlt sich das auf gar keinen Fall. Jetzt die Unterbelichtung beim Vlog-L, in diesem Fall um 4 Blendenstufen unterbelichtet. Und da sieht man deutlich, wenn man das in der Post versucht zu retten, da ist nichts mehr zu machen. Das Bild leidet unter extremem Farbrauschen, also Chromarauschen, und hat keinerlei Brillanz oder dynamischen Umfang. Von derselben Belichtung ausgehend mit ISO 6400 hier das Bild einmal in der Kamera neutralisiert. Und wie man sieht, hat man ein deutlich angenehmeres Erlebnis. Klar rauscht das Bild hier auch deutlich, allerdings ein reines Luma-Rauschen ohne diese hässlichen Farbartefakte, was in meinen Augen wesentlich angenehmer anzuschauen ist. Interessant dabei, es lohnt sich nicht durch zusätzliches Erhöhen der ISO auf eine Blendenbelichtung zu kommen, da hier die Highlights deutlich früher klippen und auch das Rauschverhalten nicht reduziert wird. Dasselbe jetzt nochmal ausgehend von einer nicht allzu starken Unterbelichtung von -2 Blendenstufen. Man sieht hier, das Bild unterscheidet sich weniger, dennoch rauscht auch hier das postproduktionsgerettete Bild links stärker als das mit der hohen ISO rechts. Wie man hier sieht, weist das Standardfarbprofil bei Unterbelichtung vor allem starke Farbverfälschungen auf, wenn man es in der Postproduktion versucht zu retten. Mit Erhöhen der ISO hat man dieses Problem nicht. Auch rauscht das Bild mit 3200 ISO viel weniger als das künstlich erhellte Bild in der Postproduktion. Außerdem lohnt sich ein weiteres Erhöhen der ISO im Standard-Farbprofil noch viel weniger, da die Highlights hier wirklich sofort klippen und wertvolle Informationen verloren gehen. Zu guter Letzt noch die Frage, ob Vlog-L wirklich mehr rauscht als andere Profile. Hier im direkten Vergleich würde ich sagen, die ETTR-Methode bei Vlog hat das geringste Rauschverhalten, Vlog-L neutral und das Standardfarbprofil halten sich ungefähr die Waage. Es mag Situationen geben, in denen eine Unterbelichtung vollkommen gerechtfertigt ist. Und in diesen Fällen muss man natürlich auch nicht mit ISO über das Ziel hinausschießen. Dennoch empfehle ich für ein bestmögliches Ergebnis keine Angst zu haben, auch mal die ISO nach oben zu pfeffern. Bis ISO 6400 kann man im absoluten Notfall gehen. Empfehlenswert ist es natürlich nicht, wenn es andere Lösungen gibt. Aber alles ist besser als ein vollkommen unterbelichtetes Bild. Den Ärger hat man dann später in der Post. Das war's von mir. Vielen Dank fürs Anschauen. Falls ihr Fragen habt, gerne in die Kommentare. Ansonsten nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren. Wir machen hier Vlogs vom Set, Reviews, Tutorials und vieles mehr. Hier könnt ihr auch direkt ein weiteres Video anschauen. Vielen Dank und bis dahin. Ciao.